nur um sich die Köpfe einzuschlagen. Das Motorrad 36 Grad angezeigt. Und dann die zweitgrößte Quecksilbermine weltweit. Italien, Österreich, Ungarns und Deutschlands Verbündeter. Also die Nacht war eher mäßig. Hier ist Kirchturm und von Bovic, da war Halligalli, Live-Musik, sonst was. Das ist hier alles bis nachts um 2 hochgeschallt. Naja, hätte besser sein können. Aber dafür war es dann heute früh raus. Das Motorrad ist schon halb gepackt. Jetzt geht's nach Kobarinth. Schauen wir uns mal das Museum da an. Es öffnet allerdings erst um 9. Deswegen müssen wir mal gucken, was wir bis dahin noch so machen. Im dritten Teil meiner Slowenien-Tour starte ich in Bovec. Ohne Kaffee, dafür mit Pizza zum Frühstück, geht es an diesem Morgen schneller, auch wenn ich mich wieder frage, ob man das nicht noch irgendwie beschleunigen kann. Tja, so schnell kann es gehen. Gerade sage ich noch großspurig. Da müssen wir noch mal sehen, was wir noch bis 9 machen. Bis man dann doch fertig ist. Zack, 8:30. Halbe Stunde fährt man eh noch. So schnell kann es gehen, aber das Wetter ist mal wieder ein absoluter Traum. Weiß der Geier, was der LKW da gemacht hat. Dann doch 9:20 Uhr geworden. Ich weiß gar nicht, woher ich diese Empfehlung mal... Irgendwo habe ich es mal gelesen, dass das Museum hier ganz schick sein soll. Das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, danach geht es noch so ein bisschen auf kurvigen Sträßchen zu irgendeiner Unterkunft. Ich weiß noch nicht, wo genau. Es schien, dass das Gebiet an der Socha vom Krieg verschont bleiben würde, erklärte doch Italien, Österreich, Ungarns und Deutschlands Verbündeter schon in den ersten Tagen des weltweiten Konflikts seine Erneuerung. Das Museum erzählt die Geschichte der Schlachten an der Isonzo-Front im Ersten Weltkrieg anhand der Schicksale der einfachen Soldaten und der lokalen Bevölkerung. Hier bekriegten sich Österreich-Ungarn und das Königreich Italien von 1915 bis in den Oktober 1917. Boah, ey, da sieht man mal, mit was für einem Aufwand die Sachen in die Berge geschleppt haben. Also hier die Größenordnung der Maschinengewehrgeschütze und so. Und da hinten sieht man noch ein bisschen die Größenordnung der Munition. Das ist ja absolute Wahnsinn. Und wenn man sich dann vorstellt, dass sie das alles halt in so einem Gebiet logistisch unterbringen mussten, nur um sich die Köpfe einzuschlagen. Unverständlich. Wahnsinn. So, nachdem ich da auf dem Boden vom Museum noch ein bisschen rumgeplant habe, ist jetzt auf jeden Fall die Entscheidung getroffen, heute nur noch so 90 Kilometer zu fahren. Dafür extrem oder sehr, sehr, sehr kurvig. Und dann gibt es heute ein richtiges Zimmer, weil ich auch mal Speicherkarten leeren muss und so. Und dann geht's Sonntag Richtung Hauptstadt, Richtung Ljubljana. Aber jetzt geht's erstmal schön hoch in die Berge. Ein Teil dieser Strecke ist auch offiziell Teil der TED Slovenia.
Ich bin ja nicht so versiert. Mal gucken, wie sehr das dann ins Offroadige geht. Aber es bleibt spannend. Das Panorama hier ist schon echt genial. Wie weit man da gucken kann. Die Jungs fühlen sich hier auf den Berg hoch. Meine Route verläuft nah an der Grenze zu Italien. Die Straßen sind klein, der Verkehr fast nicht existent und es ist ein absolut genialer Fahrtag. Hin oder her. Außer ein paar kaputte Stellen ist die Straße hier top in Ordnung. Also da muss man echt sich überhaupt keine Gedanken machen. Man wird wirklich an jeder Ecke mit so einer Aussicht belohnt. Das ist wirklich einfach nur schön hier zu fahren. Irgendwo in der Landschaft halte ich an einem Tisch. Wie schon zum vorigen Abend und Frühstück gibt es jetzt auch zum Mittag wieder Pizza. Ich hatte wohl beim letzten Einkauf einfach Hunger. Allerdings bin ich richtig froh, viel Wasser eingepackt zu haben. Es ist wirklich extrem heiß. Boah, in dem einen Tal gerade hat das Motorrad 36 Grad angezeigt. Ich habe in der Kombi, die immer wasser- und winddicht ist. Boah. Auf jeden Fall richtig schön abgekocht. Aber die Aussichten entschädigen so für einiges. Macht hier auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß. Jetzt geht es hier nochmal runter und dann hoffentlich auf den letzten kleinen Pass für heute. Schöner See. Endlich da reinschwingen.
genieße hier einfach die Landschaft. Die Hitze und die Ausblicke lassen mich aber immer wieder für Pausen anhalten. Wir bestimmt 100 super Straßen und Sträßchen finden. Slowenien überzeugt total, was den Fahrspaß angeht. Zur letzten Abfahrt für heute. Mann, ist das schön hier. Hier ist es auch wirklich so, dass es ja einfach, hier ist kein Mensch. So einmal kam mir so eine KTM-Truppe entgegen, 3 Leute und einmal so ein Local ohne Kennzeichen. Ansonsten ein paar Leute, für die das hier wahrscheinlich die Pendelstrecke ist. Aber ansonsten wirklich niemand. Ist einfach herrlich zu fahren. Kleine Sträßchen, gutes Wetter, kaum Verkehr, tolle Aussichten, tolle Berge. Immer wieder sieht man hier Steinbrüche und andere Bergbaustätten. Ich lese später noch, dass der Bergbau zu den größten Wirtschaftszweigen des Landes gehört. So endet mein Fahrtag passenderweise auch in einer Bergbaustadt. Ich bin komplett durchgeschwitzt. Waren zwischenzeitlich 37, 38 Grad oder sowas, aber ich bin angekommen in Idrija. Sieht nach einer süßen, kleinen, netten Stadt aus. Diesmal Zimmer für 60, 62 Euro, 64 Euro. Mit einem geteilten Badezimmer mit einem anderen Raum. Also für Hauptsaison und spontan gebucht. Mega gut, alles sauber, tipptopp, neu, schön kalt, Altbau. Macht Spaß. Ja, jetzt muss noch ein paar Daten sichern und vor allen Dingen erstmal schnell duschen. Also das ist definitiv auch mal eine Nummer 1. Mein Zimmer ist hier drüber und das ist ein alter Eingang zu einer Kupfermine. Man kann hier Touren machen, ich bin zu spät, aber trotzdem ist es einfach witzig. Ich habe noch nie über einer Mine geschlafen, aber hey. Die Bergbaustadt Idrija hat nur knapp 6000 Einwohner. Bis 1994 wurde hier Bergbau betrieben. Das Mineral Idrialin wurde hier zum ersten Mal gefunden und ist auch nach der Stadt benannt. Seit 2012 gehört die Altstadt zum UNESCO-Weltkulturerbe. Ich streife durch die menschenleere Stadt. An der Burg erklärt mir eine Mitarbeiterin, dass die ganzen Leute an einem Samstag natürlich am Fluss oder in den Bergen sind und erst spät am Abend alles wieder belebter wird. Also ich muss mich nochmal verbessern. Es ist keine Kupfermine, sondern eine Quecksilbermine. Und nicht nur irgendeine, sondern die zweitgrößte Quecksilbermine weltweit. Also nicht die jetzt einzeln, sondern die ganze Stadt und ihre Minen ist hier das zweitgrößte Quecksilbervorkommen weltweit. Und es ist die größte Minenstadt, die größte Bergbaustadt Ljubljanas. Das sieht man an den Gebäuden. Reich waren sie mal.
Jetzt wirkt das Ganze auf jeden Fall eher ein ganz klein bisschen, na, tot würde ich nicht sagen, aber schon sehr still. Aber vielleicht täuscht das auch nur. Um den hungrigen Massen vom Fluss zuvorzukommen, gehe ich dann direkt was essen. Es gibt Pasta mit Steinpilzen, während ich den Rest meiner Reise etwas plane. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Abo da. Das würde mir sehr helfen. Yeah, take me anywhere. 100 miles